Herzlich willkommen Blender-Freunde. In diesem Part erstellen wir unsere Metalltreppe, werden dementsprechend ein Metallgeländer noch umzubauen um die Halle und werden noch eine zweite Etage mit den neuen Trägern ansetzen und mit Holzbrettern verkleiden. So, zuallererst wollen wir unsere Öltonnen hier, die möchte ich gerne mal unter den Bauelementen. Und hier sind ja noch unsere Paletten hier. Das machen wir jetzt anders. Wir unter Bauelemente machen wir eine neue Kollektion und nennen das mal Paletten. So. Gut, dann jetzt selektieren wir die kompletten Paletten hier und ziehen das mal hier rein. So. Und hier bei den Tools machen wir jetzt auch eine neue Kollektion und nennen das mal Ölbarrels. So. Und die schieben wir dann hier rein. Super. Okay, gut. So, zuallererst wollen wir unsere Metalltreppe modellieren. Ja, und dafür nutzen wir diesen Pfeiler hier. Und die Metalltreppe werden wir entlang diesen Pfeiler hoch modellieren. Und hier an den T-Träger, hier umzu, da wollen wir unser Gelände modellieren. Und vielleicht eine in der Mitte und dementsprechend auch an diesem Pfeiler eine zweite Metalltreppe hier nach oben entlang modellieren. Genau. Okay. Gut, fangen wir damit an. So, wir positionieren unseren 3D-Cursor hier an diesem Pfeiler mit Shift S. So, und jetzt mit Shift A erstellen wir uns eine Plane. Genau. Die Plane, das ist unsere erste Stufe. Die werden wir mal erstmal positionieren. Bis nach unten. Okay. Mit Edit einmal skalieren. Noch etwas kleiner. Okay. Den schieben wir jetzt noch ein bisschen näher ran. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt wählen wir diese beiden Kanten hier aus und EZ nach unten extrudieren. So, jetzt haben wir die erste Stufe mit einem leichten Knick. Ja, das ist so eine Art Riffelblech wird das werden. Ein geriffeltes Blech und die haben ja meistens so einen Knick am Enden. So kenne ich das jedenfalls. Okay, gut. So, jetzt haben wir unsere erste Stufe und ich habe natürlich nicht aufgepasst, weil diese Stufe ist gerade in unserer Öltonne platziert. Das wollen wir erstmal hier rausnehmen und unter Bauelemente mit runterbringen. Und hier machen wir eine neue Kollektion und nennen das jetzt einfach mal Treppe, Metall, Treppe. So. Und da kommt die jetzt rein. Okay. Gut. Jetzt wollen wir den Handlauf unserer Metalltreppe modellieren. Und dafür werden wir natürlich wieder den Mirror Modifier nutzen. Wir wollen erstmal den 3D-Cursor mit Shift S, Cursor to Selected, auf unsere Stufe bringen, genau mittig. Jetzt erstellen wir uns einen Zylinder. Ja, unser Zylinder hat jetzt wieder einen Wert, Vertices 32. Den setzen wir mal auf 8 und den Radius machen wir mal ein bisschen kleiner. Ja, 0,1 ist gut. Oder machen wir 0,005. Das ist zu dünn. Ja, genau.
0,008, das reicht. Okay. Und jetzt gehen wir auf die Länge, da machen wir mal erstmal halben Meter. Ja, halben Meter reicht, das ist in Ordnung. Gut, jetzt gehen wir auf Modifier. Ein Mirror Modifier. Wir wollen aber diesmal jetzt in der Y-Richtung arbeiten. Ja, das heißt, X machen wir aus, schalten Y ein. Jetzt gehen wir auf Edit und ziehen das mal nach außen hin und den Stück nach hier hin. Bisschen mehr. Okay. Mit Shift D duplizieren die Stange hier und ziehen das auf der anderen Seite. So, soweit so gut. Jetzt gehen wir auf diese Stange hier. Die duplizieren wir erstmal. Noch eine. Bringen das mal so leicht in die Mitte. RY 90 Grad. Und die schieben wir erstmal direkt in die Wand hinein. So. Und schieben das ein Stück nach oben. Genau. Okay, jetzt skalieren wir das. Also wir werden die Stange hier etwas breiter skalieren, vom Radius her. S, Shift, X. So. Ja, genau. Gut. Und jetzt Shift D, noch eine und schieben das nach oben. Bisschen mehr. Okay. Super. Gut. Alles klar. So. Jetzt ist es ja so, bei einigen Metalltreppen habe ich das gesehen, dass bei einigen so ein Rundbogen dahinter ist, so eine Art, ja, so eine Absturzsicherung, ja, wo man sich mit dem Rücken anstützen kann. Und das möchte ich jetzt an dieser Metalltreppe auch modellieren. So, und dafür gehen wir jetzt einmal auf Face Select und nutze diese Stange, diese Rundstange dafür aus, ziehen den bisschen weiter raus, so ungefähr. Okay. Jetzt ist das wichtig, dass der 3D-Cursor, ja, der ist wichtig, das ist sozusagen dieser Mittelpunkt für unseren Tool. Der 3D-Cursor müsste jetzt genau mittig sein, damit wir hier von diesem Face aus einen schönen Halbrundbogen modellieren können. Und dafür gibt es ein schönes Tool in Edit-Modus. Auf der linken Seite findet ihr hier verschiedene Möglichkeiten, wie man Objekte modellieren kann. Und hier gibt es einige hilfreiche Tools, um die Arbeit zu vereinfachen. Und jetzt werde ich dafür diesen Tool Spin benutzen. Dieser Spin ist dafür da, damit man Modelle, Faces, Objekte, je nachdem, einen Bogen modellieren können. Ja? Ich zeige euch das einfach mal. Wir klicken jetzt einfach mal hier rauf und sobald ihr darauf geklickt habt, erscheint hier ein Kreis, wo ihr sozusagen den Bogen extrudieren könnt. Ja? Sobald ihr mit der Maus hier rüber geht, ihr merkt das schon, ja, so, da könnt ihr zum Beispiel auf dieses Plus klicken und dann den Radius entlang ziehen und dementsprechend wird hier gleichzeitig extrudiert und dieser Kreisbogen erstellt. So, deswegen sagte ich gerade, dass der 3D-Cursor schön mittig sein muss, weil dieser Kreis hier gerade also angepasst an dem 3D-Cursor genau mittig liegt. Ja, so, und jetzt könnten wir gehen jetzt einfach auf Plus, klicken da drauf und gedrückt halten und ziehen einfach mal so weit heraus, so ein bisschen, das reicht. Gut, jetzt haben wir so einen Bogen extrudiert, aber das sieht noch nicht schön aus. Ja, der Knick ist ziemlich, ja, der passt einfach nicht. So, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, mit unserem Spin-Tool noch weiter zu arbeiten. Ihr seht auf der linken Seite unten einige Einstellungen.
hier steht zum Beispiel Steps 12. Das sind diese 12 Loops, die hier sind. Und die setzen wir erstmal runter. So viel brauchen wir nicht. Ja, machen wir 4 Stück. Gut. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, diese Einstellungsebene hier, die hier erscheint, ihr seht hier X- und Y-Pfeile. So, jetzt könnt ihr mit diesen Pfeilen sozusagen den Punkt des Radius dieses Kreises noch ändern. Ja, also ab welchem Radius ab welcher Stelle diesen Bogen machen soll. Wir werden jetzt aber mit der X-Richtung arbeiten, weil ich finde, dass dieser Knick ziemlich stark ist. Also gehe ich mit dem Pfeil vom X und ziehe mal nach vorne. Und ihr seht schon, was passiert. So, und lassen das mal los. So, jetzt haben wir diesen Tool nach vorne geschoben. Ja, weil sich, wie gesagt, damit wir den Radiusmittelpunkt, den Durchmessermittelpunkt von dem Kreis hier, der gebogen ist, verstellen können. So, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich habe das richtig formuliert. Gut, aber jetzt ist der Kreis ja ziemlich weit auseinandergekommen. Ist nicht schlimm. Wir haben ja hier diesen Gradzahl, der steht gerade auf 56,3. So, und wenn ihr den jetzt einfach mehr den Wert hochzieht, beziehungsweise der geht gerade Richtung Minus, schließen wir den Kreis, so, aber nicht so stark, ungefähr, ja, so ist das, glaube ich, in Ordnung, dass der Abstand genauso groß ist wie diese Stangen jetzt hier von Loop zu Loop. Ja, in diesen Abstand würde ich auch diesen Abstand hier lassen, weil wir diese jetzt gleich schließen werden. Und dieser Face hier, den löschen wir jetzt. So, und selektieren jetzt diesen Loop hier. Genau. Und jetzt haben wir hier diese Clipping-Funktion von dem Mirror. Die wird eingeschaltet und extrudieren jetzt hier diese Kante G, Y und schließen diesen Ring jetzt, diesen Kreis. So. Jetzt gehen wir auch wieder auf Move Select und schauen uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. So schön haben wir jetzt einen Rundbogen erstellt. Ja, ich mache mir jetzt hier ein Shade Smooth drauf, dass wir eine schöne Abrundung haben. Anschließend holen wir uns einen Edge Split hinein. So. Okay, das hat nicht viel gebracht. Den werden wir mal auf 45 Grad einstellen. Ja, das sieht schon besser aus. Damit diese Stange abgerundet ist, aber hier am Ende der Rundstangen also kantig aussieht. Das war mein Ziel. Okay, gut. Das reicht schon. So, jetzt haben wir unseren Handlauf fertig. Und jetzt wollen wir natürlich unsere Treppe schön entlang dem Pfeiler hoch mit einem Modifier Array hochziehen. So, wir nutzen gleich unseren Geländer hier und machen jetzt noch einen Array Modifier. So, der springt natürlich nach hinten, weil der Array Modifier auf Faktor X gerade auf 1 steht. Den setzen wir wieder auf 0 und wir wollen ja in die Z-Richtung, also nach oben. Und da eine 1. So, das sieht ja schon mal sehr schön aus. Okay, das passt soweit. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Machen wir genau. Okay, diese Höhe reicht. Genau. So, wenn wir jetzt uns mal das beobachten, die Halterungen für unseren Geländer, das geht hier noch in den Pfeiler hinein. So, aber hier ist das natürlich der Abstand zu dem Träger,
ist er ziemlich groß und ich werde einfach diese Stangen hier dementsprechend noch weiter rein skalieren. Ja? So, da gehen wir zu unserem Objekt hier. So. Na, wir gehen mal kurz, wir schalten mal den Array-Moment aus. So, gehen auf Edit und schauen uns das mal hinter dem, oder besser gesagt, in dem Pfeiler mit dem Transparent-Modus an. So. Wir selektieren jetzt einfach mal diese Kante hier und diese Kante. So. Jetzt schalten wir nochmal den Array an. So. Okay. Den Transparent-Modus wieder aus. Gut. Jetzt haben wir die unten, wir sind noch in Edit-Modus. Ja, und die unteren beiden Loops sind ja selektiert. Und den ziehen wir jetzt einfach mit G und dann mit X so weit hinein, dass es in den Traverse in den Drehträger eingesetzt ist. So. Gut. Ja, alles gut. Okay. Gut, jetzt selektieren wir unsere Stufe hier und da genauso dasselbe. Ein Array in die Z-Richtung. So, und den wollen wir aber den Abstand vergrößern, weil ein Array erweitert immer nach der Objektgröße, ja. So, und weil der Abstand zwischen den Stufen größer ist natürlich, wollen wir hier den etwas weiter heraussetzen. Machen wir mal 10. Mal gucken, ob das so eigentlich so in Ordnung ist. Ja, ich glaube schon. Gut. So, dann schauen wir uns das mal an, wie viel wir brauchen. Wir geben mal 20 erstmal ein. Machen wir mal 40. Okay. 40 ist zu viel. Gut. Den setzen wir nochmal tiefer hinein. Genau. Okay, soweit, so gut. Alles klar. Gut. So, anschließend wollen wir jetzt unseren Treppe ein Material geben. So. Genau, wir gehen mal kurz auf Viewport Shading. Warten noch einen Moment, bis alles geladen ist. Alles klar. Wir fangen einfach mit unserer Stufe hier an und da mache ich die Sache etwas einfach. Wir werden einfach unseren Riffelblech Material benutzen von unserem Dach. Ja? So, das heißt, so, Metalldach. So, okay. So, da gehen wir einmal auf UV Editor. Ja. Selektieren einfach unsere Stufe hier mit A. Machen wir ein Unwrap draus. Schauen uns das mal an. Genau. Und machen den UV etwas größer. So. Genau, okay. So, für unser Metallgeländer, da werden wir einfach einen Metalleffekt reinbringen. Wir machen New Material, Metall, wir nennen das nur Metall. Die Farbe geben wir ihm etwas dunkler, so grau, so leichten Grau, ja.
So. Okay. Und jetzt wollen wir gehen mal hier auf Shade Editor. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein einfaches Metalleffekt reinzuholen mit einer Art Struktur, eine Metallstruktur. So, und das ist am einfachsten, wenn wir hier auf Metallic erstmal auf 1 stellen. Ja. Gut, den Roughness etwas runter, so eine leichte Spiegelung haben, ganz leicht glatte Kante. Und jetzt einfach unter Texture den Musgrave Texture nehmen und dann noch einen Vector Bump. So, hier haben wir einen Höhenslot, ja, Height, und den schieben wir mal hier rein in den Bump Height Slot und setzen den als Normal hinein. Jetzt warten wir einen Moment. So, gut, jetzt haben wir unser Metallgeländer sozusagen so eine Struktur gegeben, ja, und diese Struktur, die werden wir jetzt nochmal skalieren, die ist ziemlich groß. Machen wir mal 100. Schauen wir uns das mal von der Nähe an. Gut, der Bump Map ist ziemlich stark. Wir werden den mal runtersetzen auf 0,5, 0,1. Ja, das sieht schon mal besser aus. Genau. Jetzt haben wir ohne viel Aufwand einen schönen Metalleffekt auf unser Geländer raufgesetzt. So. Das schaue ich mir nochmal auf Cycles an. So, jetzt ist es natürlich stockdunkel, kein Problem. Wir setzen mal in der Szenenkollektion einfach einen Pointer zu Testzwecken. So, und schauen uns das mal kurz an, wie das aussieht. Okay. Das sieht eigentlich soweit gut aus. Ich könnte sonst... Machen wir mal 200. Und den Bump Map 0,05. Ja, okay. Machen wir mal ein bisschen mehr. So. Ja, das reicht. Das reicht. Okay. Super. Das sieht ja soweit gut aus. Alles klar. Gut, unsere Metalltreppe ist soweit alles fertig. Das ist unsere erste Treppe. Jetzt haben wir schön mit Rückenstütze. Genau, alles klar. So, und jetzt wollen wir, das ist ja jetzt unsere Treppe, die ist ja hier, das ist die erste Treppe. Metalltreppe, New Kollektion. Genau, Metalltreppe 1, das können wir gleich so lassen. Und die schieben wir jetzt hier rein. Super, perfekt. Alles klar. Diese Metalltreppe werden wir jetzt nochmal duplizieren. Wir klicken jetzt. Na. So. So. Shift D, duplizieren das und holen das einfach zu diesem Pfeiler hinzu. 90 Grad. Einmal rotieren und hier hinein. Schauen wir uns das nochmal an. Okay.
bisschen weiter rein. Ja, super. Gut, jetzt haben wir 2 Treppen schon mal fertig. Ja, jetzt machen wir den Geländer. So, jetzt haben wir unsere Metalltreppen hier drinne. Wir machen aber hier noch eine neue Kollektion für unsere zweite Treppe. Wählen diese Objekte hier aus, also diese Treppe komplett, ja, das sind diese beiden hier, und schieben das mal hier rein. So, okay. Jetzt klicken wir unsere Bauelemente wieder an und machen hier wieder eine neue Kollektion und nennen das Geländer. Okay, gut. So, wir wollen ja einmal hier umzu und hier noch ein Metallgeländer modellieren. Im Prinzip bauen wir das genauso auf, wie die Treppe hier gemacht haben und nutzen auch dieselben Materials. So, dadurch sparen wir auch ein bisschen Texturen, ja, und genau. Anschließend machen wir es jetzt so, dass wir einfach mit Shift S unseren 3D-Cursor mit der rechten Maustaste hier rauf platzieren. Also Shift-Taste gedrückt und rechte Maustaste. So, genau. So ist es dann sicher, dass der 3D-Cursor genau auf der Oberfläche ist von unserem Metallträger hier. Shift A, erstellen wir uns eine Plane. Gut. Die Plane schieben wir ein bisschen hier weiter ran. Genau, so ungefähr. Ein bisschen weiter raus. So, Edit. Und skalieren das mal in eine X-Richtung. So, ein bisschen raus. Okay. So dicht an der Wand wie möglich. Von der Breite müsste es eigentlich in Ordnung sein. Okay, gut. Jetzt haben wir sozusagen, das ist jetzt die Fußplatte. Ja, wird dasselbe Material werden wie unsere Stufe hier. Und dafür werden wir jetzt erstmal diese Kanten wieder wählen. Hier, diese beiden Kanten. Und die extrudieren wir nach oben. Ja, so ungefähr. Okay. So, das hier ist jetzt selektiert. Shift-Taste gedrückt. Selektieren die Stufe hier. Steuerung L und kopieren einfach den Material. Super. Okay. Gut, jetzt gehen wir nochmal auf Viewport Shading und schauen erstmal an, wie die Textur aussieht. So, okay. Gut, UV-Map von der Fläche ist in Ordnung, nur die Seiten nicht. Einmal A, alles selektieren, U und Unwrap. Ja, so ist gut. Okay, wir gehen kurz auf UV-Editor von unserem UV-Map, der Plane, und den mit S einfach nur skalieren. Genau, so ist es gut. Okay. Gut, jetzt haben wir hier, die ist natürlich ziemlich dünn, deswegen erscheint das leicht die Oberfläche von dem Träger hier durch. So, das ist nicht so schlimm. G, Z, ziehen das leicht nach oben mit Shift-Taste gedrückt. So, dann ist es auch weg. Okay, gut. Alles klar. Mit Shift S, Cursor to Selected, den 3D-Cursor, jetzt genau mittig hier hin. Ja, das ist soweit gut. Und jetzt Shift A, erstellen wir jetzt wieder einen Zylinder. So, den Zylinder wollen wir wieder auf 8 runtersetzen. Und die Stärke auf 0,08. 0,008. Okay, der ist ein bisschen zu dünn. Machen wir 0,01.
Okay. Machen wir noch ein bisschen breiter. 0,02. Ja, 0,02 ist in Ordnung. Okay. Genauso wie bei der Treppe wollen wir jetzt unser Metallgeländer auch spiegelverkehrt modellieren, aber diesmal wieder auf der X-Richtung. Ja? Das heißt, wir gehen hier auf Modifier und setzen unseren Mirror Modifier ein. X ist schon mal eingestellt, das belassen wir so. Und ziehen das jetzt einfach mal wieder heraus. So. Okay. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir noch die Länge ein bisschen verkürzen. So. Gut, als nächstes klicke ich jetzt die Plane hier an. Ja. Und diesen Geländer gehen auf Backslash, damit wir es so eine Art auch isolieren können, besser arbeiten können. So, Steuerung 3, 3, Seitenansicht. So, schieben das jetzt die Stange nach oben. So. Und schieben das mal nach vorne. Genau. Okay. Gehen auf Edit-Modus, selektieren wieder alles, Shift-D, duplizieren das und setzen das mal in die Mitte. Oh, ich glaube, das ist die Mitte hier. So ungefähr. Ja. Gut. Shift-D, nochmal duplizieren und den rotieren wir jetzt 90 Grad. So. Und skalieren das mal auch in die Y-Richtung. So. Shift-D, duplizieren das nochmal und schieben das nach oben. Okay. Gut. Jetzt werden wir die letzte Stange da oben, die etwas dicker skalieren. S, Shift, Y. So ungefähr. Ja. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Gut. Aus Backslash wieder raus. So. Auch hierfür, für das Metallgeländer, werden wir dieselbe Material von unserer Treppe benutzen. So, also wir selektieren unser Objekt hier. Wieder Shift, diesen Geländer von der Treppe. Steuerung L, Materials. So, sieht ja schon mal sehr gut aus. Okay, auch hier werden wir ein Shade Smooth einsetzen. Genau, das sieht eigentlich soweit sehr gut aus. Okay. Gut, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben ja diese Stangen ja sozusagen gezogen, skaliert und dadurch ist die Textur natürlich gestretcht. So, das bedeutet, dass wir diese Metalltextur jetzt einmal duplizieren müssen. Ja, das kennt ihr ja schon, wenn wir was ändern wollen. Metall und nennen das einfach Geländer. So, wir ziehen mal kurz das Fenster etwas breiter hier. Öffnen den Shade Editor. So. Gut, jetzt haben wir hier unseren Musgrave Texture auf dieser Textur. Ja. Mit Steuerung T räumen wir jetzt unsere Texture Coordinate mit Mapping. So. Und das ist ja jetzt die Skalierung in die Y-Richtung. Ja. So, die Textur ist ja gestretcht und geht gerade in die Richtung Y. Das bedeutet, dass wir jetzt die Y-Skalierung hier auf dieser Mapping vergrößern müssen, damit das nicht so gestretcht aussieht. Ja? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, und wir machen mal 3, 5. Jo, sieht schon mal besser aus.
Okay, super. So, alles klar. Unser erstes Element für unser Geländer ist schon mal fertig. Wir selektieren einmal unseren Boden hier. Vergrößern wieder das Fenster. Okay. Und holen uns jetzt ein Array Modifier herein. So. Wir wollen jetzt in die Richtung Y. Also schalten wir X auf 0. Und hier eine 1 bei der Y. Alles klar. Gut. So, schauen wir uns das mal an, wie weit wir gehen können. Okay, der ist zu viel. Ein zurück. Genau. Dasselbe machen wir jetzt mit unserem Geländer. Hier auf 0 und Y 1. So. So weit, so gut. Okay. Gut. Jetzt selektieren wir unsere Plane hier und den Geländer. Shift D, duplizieren das und rotieren das in der Z-Richtung 90 Grad. Minus. Und schieben das mal hier rüber. So. Machen wir es mal. Den lassen wir da hinten. Okay. Jetzt haben wir diesen Geländer hier. So, und den schieben wir aber nach vorne. So, okay. Schauen wir uns das mal an, wie weit der geht. Gut, jetzt müssen wir den Geländer natürlich hier wieder kürzen. So ungefähr. Genauso wie den Boden. Genau. Okay. So, jetzt nehmen wir unser Geländer hier wieder. Den hier, den der hinteren. So. Shift D, duplizieren das. Und schieben das mal hier rüber. Gut. Der ist definitiv jetzt viel zu lang. Ja. Und wir müssen den auch einmal umdrehen. Oder wir lassen das in diese Richtung. Genau. Und dann müssen wir den Boden auch noch breiter setzen. Ja, okay. So, wir nehmen den Boden jetzt. Edit-Modus. Ja. A, alles selektieren, also nur den Boden in Edit-Modus und skalieren den in der X-Richtung. Kleines Stück. So. Okay. Wir kürzen den erstmal auf 4. Genauso wie den Geländer. Auf 4. So, und schieben das mal nach vorne. So, verlängern einmal den Boden hier. Genau, okay. Nehmen den Geländer hier, ziehen das mal nach vorne. Ja, super. Okay. Gut. Dasselbe machen wir jetzt auf dieser anderen Seite auch. Wir selektieren einmal diese hier. Shift D, duplizieren das wieder und schieben das mal hier rüber. So.
Genau. Wir ziehen den mal wieder hier rüber. Okay, gut. Selektieren wieder diesen Geländer. Oder nein, den haben wir ja breiter gezogen. Wir nehmen wieder diesen hier. Shift D, duplizieren das. Und ziehen das mal komplett auf der anderen Seite rüber. So. Okay. Gut, jetzt haben wir ein schönes Geländer oben. Ja. Super. Jetzt möchte ich aber hier an dieser Stelle, ja, hier eine Etage, also so eine Art Abstellfläche hier noch modellieren. Ja. So, und das werden wir mit dem T-Träger benutzen. Wir werden noch einen Querträger dazwischen setzen und dann mit Holzbrettern höchstwahrscheinlich und noch einen in der Mitte so einen Träger setzen und verkleidern wir das mit den ganzen Holzträgern. Ja? So, wir nutzen jetzt diesen Träger hier, Shift D, duplizieren das, schieben das mal hier in der Mitte ungefähr, so, rotieren das auf der Z-Achse und skalieren das mal auf der X-Achse. So, schauen uns das mal an. So ungefähr. So, SX, skalieren das ein bisschen weiter raus. So, okay, gut, das sieht soweit gut aus. So, ich werde mal davon mehrere machen. Ja, das bedeutet, hier ist der Träger. Ja, so ungefähr. Genau. Ja. So, und jetzt Shift D, dupliziere ich das und setze einen hier noch hinein. Shift D. Ja, Shift D nochmal. So. Okay. Ein bisschen weiter raus und den hier rüber. Genau. Okay, super. Gut. Jetzt gehen wir wieder auf Bauelemente. Hier, New Collection. Holzbretter. Also, so, Holzbretter. Gut, und jetzt selektiere ich diesen Balken und diesen Balken. Ja, damit der Media Point hier in der Mitte ist, dazwischen. Shift S, Cursor to Selected. So, jetzt haben wir den 3D-Cursor schön mittig zwischen den beiden Trägern. Shift A und wir erstellen ein Cube. Okay, gut, jetzt haben wir unseren Cube hier. Den setzen wir, nee, Quatsch, wo liegt der denn? Okay. Gut, wir müssen den einmal doch skalieren. So. Okay, und ziehen das mal nach oben. Und ein bisschen auseinander. So. So. Und setzen das mal hier ab. Genau. Okay. Gut. Edit. Skalieren das in der X-Richtung. So.
Oder machen wir den doch etwas dicker. Etwas dicker, richtig schöne dicke Balken. Ja. G, Z, Shift-Taste gedrückt und schön auf den Träger raufsetzen. Ja, okay. Gut, super. Alles klar. Den ziehen wir jetzt hier rüber. So. Okay. Ich skaliere den noch etwas in der X-Richtung, etwas breiter. Also länger, Entschuldigung, länger. So. Okay. So, in Edit-Modus einmal alles selektieren. Ja. Shift D, duplizieren einfach in alles in Edit-Modus. Ja. Und werde einfach die einzelnen Bretter jetzt mal breiter und mal schmäler setzen. So. Vielleicht ein bisschen mit Abstand. Den nächsten wieder mit Abstand oder ein bisschen schmäler wieder. So, den wieder ein bisschen breiter. Und so weiter. So. Okay. Soweit, so gut. Gut. Und jetzt mit Shift D dupliziere ich die ganze Fläche hier, also diese Bretter, und schiebe die mal nach vorne. So. Und macht die Sache etwas einfacher. Rotiert es einfach auf 180 Grad. Ja. Und schiebt den einfach hier rüber. So. So, in Edit-Modus L selektiere ich jetzt einzelne Bretter und schiebe die einfach mal ein bisschen anders herum. So. Den skaliere ich wieder ein bisschen dünner, damit ein bisschen Unterschiedlichkeit reinkommt. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. Gut. So, jetzt selektieren wir mal diese Fläche hier. Wir haben ja eine Holztextur schon gehabt für unsere Paletten und das werde ich jetzt auch hierfür nutzen. Wir gehen einmal hier rauf, Materials und suchen Wood. Da haben wir es. So, gut. Okay, die Textur wiederholt sich hier. So, und wir haben es ja komplett in Edit-Modus, also es ist ein Objekt. Da machen wir die Sache einfach. Wir gehen wieder auf Edit. Ja. Und selektieren alles. Gehen auf 7 Top-Ansicht, also von oben. Und sagen einfach mal Unwrap Project from View. So, jetzt hat er von oben die kompletten Bretter die Textur abgelegt. So, jetzt ist die Textur ziemlich skaliert, groß. So, dann gehen wir einfach hier auf UV-Editor. So, das sind die Bretter. Ja, von oben ein Unwrap, also von der Top-Ansicht ein Unwrap gemacht. Und jetzt skalieren wir den einfach auf die Größe. So, so haben wir schnell unsere Bretter hier gelegt. Genau. Gut, jetzt gehen wir, selektieren einfach diese Bretter. Shift diese Bretter gedrückt und Steuerung L und Materials. So, jetzt können wir eigentlich auch die UV-Map kopieren. Das geht auch und schon haben wir dasselbe auf dieser Seite auch. Okay. So. Alles klar. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier gemacht haben. So. Alt A, einmal alles deselektieren. Okay. Ich werde mal kurz hier eine
ein Area, eine Light Area hin platzieren, damit ich mal das als Lichtquelle nutzen kann. So. Setze mal auf, ja, 5000 Watt. So, damit ich mal sehen kann, wie das aussieht. Ja, okay. So. Ja, gut, okay. So Leute, das war's heute von mir. In diesem Part haben wir jetzt unser Geländer gebaut, unsere Treppe gesetzt und wie gesagt, dass wir hier eine zweite Ebene gebaut haben. Ja, ihr könnt natürlich was anderes machen. Ja, ihr wisst ja mittlerweile, wie es langsam funktioniert. Und im nächsten Part werde ich die Sache etwas beschleunigen. Ich werde einige Elemente vom Polyheaven benutzen, Modelle, und werde die in die Fabrik mit einbinden, damit wir schneller damit fertig sind. Und dann zum Schluss nochmal langsam mit der Verwesung unserer Fabrik anfangen. Ja? Wir werden hier Efeu, Pflanzen, die aus der Wand rausecken und wahrscheinlich noch Mauern noch durchbrechen. Wie gesagt, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja? Bleibt dran, bleibt gespannt. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Alles klar, ich bedanke mich fürs Anschauen und sage Tschüss.